Hallo, herzlich willkommen beim Ludis-Tarot. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich lege ein paar, wenn es mir gestattet ist, ein paar Tarotkarten aus und schaue mal, was ich hier heute zeigen möchte. Herzlich willkommen, ich heiße Nina und freue mich jetzt, Karten auszulegen. 7 der Münzen hat sich beim Teilen des Decks schon gezeigt. Möglicherweise hast du hier an etwas gearbeitet und schaust nun, was damit passiert. Allgemeine Stimmung oder Atmosphäre zeigt sich für mich gerade so wie Ausdehnung, Ausdehnungsbewegungen. Okay, die Sonne, ja, etwas möchte expandieren. Könnte sein, dass das für dich ganz interessant ist, dich mal ein bisschen auf den Solarplexus zu konzentrieren, also die Ausdehnung in der Mitte zuzulassen. Das ist automatisch etwas, was eine andere Körperhaltung evoziert. Also es ist wie, wenn du dich auf diesen Bereich konzentrierst und da vielleicht auch hinatmest, da das Zwerchfell weitest und entspannst und empfänglich wirst, dann wirst du auch im mittleren Rücken automatisch etwas beweglicher, dynamischer vielleicht. Und ja, wie, stell dir vor, da ist das Empfangsorgan für die Schwingungen, für die Stimmungen. Und automatisch auch das, was ausstrahlt. Also Ausstrahlung ist hier vielleicht auch für dich eine interessante Sache, was wir hier... Gucken wir uns das mal an. Erstmal die Sonne. Also das mit dem Ausstrahlen nehme ich hier heute sehr stark wahr. Ich habe oft diesen Impuls, das so zu deuten wie, hier geht es um was Unschuldiges natürlich auch, aber es ist, ja genau, es ist wie Erweiterung, nicht als etwas zu empfinden, das vielleicht gelernt wurde, also das vielleicht auf eine Weise gelernt wurde, wie das ist bedrohlich für andere. Und ja, mag sein, dass andere darauf empfindlich reagieren, wenn du quasi in deiner Pracht in den Raum trittst und in die Welt trittst und das für Menschen irritierend ist. Das ist häufig eine Begleiterscheinung davon. Das muss man in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen akzeptieren, dass das passieren kann und damit leben können. Denn das Interessante beim Ausstrahlen ist es, dass du nicht verhinderst, das zu tun und dass es das automatisch tut, wenn du es nicht aufhältst. Und es ist trotzdem ein Akt, sich das nicht unbewusst irgendwie zu verstellen, sich nicht zu verstellen allzu sehr und ja, wie in Kauf zu nehmen, dass das irgendwo Unmut hervorrufen könnte. Und es könnte auch sein, dass es gar nicht passiert und man einfach nur aufhört, damit zu rechnen, sich das einzubilden. Und es könnte sein, dass es passiert und dann geht es darum, Wege zu finden, wie die Königin der Kelche das hier vielleicht ganz gut zeigt, dass mögliche Abwehrreaktionen anderer Menschen in deinem Umfeld dich nicht dort treffen, wo du empfindlich sein könntest, sondern dass du den Bereich schützt, der wirklich verwundbar ist und gleichzeitig dir erlaubst, präsent zu sein, da zu sein, auch sozusagen dich zu zeigen, also dich zum möglichen Angriffspunkt nicht machst, also jetzt nicht irgendwie absichtlich irgendwo was provozierst, das zeigt sich hier bis jetzt noch nicht, aber es kann manchmal eine Provokation sein, einfach da zu sein. Und vielleicht geht es um diesen Trümmerbruch. Es ist ja wie ein Trümmerbruch. Denn es ist im Endeffekt natürlich auch das Kind, das erstmal einfach da ist und das sich selber vielleicht nicht irgendwie an allen möglichen Stellen in Frage stellt, sondern da ist mit seinen Bedürfnissen, mit allem Möglichen, was es in die Welt stellt, also was es in die Welt bringt. Es bringt sich ja selbst mit in die Welt und alles. Also was für Worte wollen kommen? Eine Bejahung seiner selbst. Und okay, es könnte eine Erfahrung sein, die natürlich ganz viele Menschen in unserer Kultur miteinander gemein haben oder in verschiedenen Kulturen miteinander gemein haben. Und das ist die Erfahrung, dass es vielleicht manchmal gar nicht so offensichtlich, manchmal sehr subtil, aber deutlich spürbar im Umfeld keinen richtigen Umgang damit gab, wie sehr ein Mensch da sein kann. Und das ist das, was das Kind natürlich erstmal ist. Und es kann sein, dass das hier zum Vorschein kommt, also dass das wie als Konflikt sich
zeigt, aber für dich halt eben auch die Möglichkeit bietet, das zu befreien auf eine Art und Weise, diese Strahlkraft wieder auszufahren und zuzulassen und die Ängste, die damit sich eingespeichert haben, auch mit zuzulassen und zu merken, wie sehr du an der Stelle jetzt dein eigener Erwachsener sein kannst, der das eben nicht mehr aufhält, also der dieses Muster, da irgendwie gegenzukämpfen, gegen zu agieren, nicht wiederholt, sondern jetzt bewusst die Entscheidung trifft, deine eigene Mutter zu sein, im Grunde, diese Rolle für dich selbst zu übernehmen und das zu schützen, was du schützen möchtest, aber auch das rauszulassen und zuzulassen und das in die Welt zu lassen, was in die Welt gerne möchte. Und das ist auch ein Teil der Nachbemutterung, dass du quasi nicht überprotektiv bist, dass du gewissermaßen das Risiko eingehst, dass das, was du in die Welt bringst, auf eine Weise sich entwickelt, die du nicht vorhersehen kannst. Das ist wie du gebärst dich selbst und du adoptierst dich aber auch selbst. Und jetzt ist es total interessant und du hast ganz viele Möglichkeiten, einen Vorgang noch einmal zu vollziehen und vielleicht auch immer wieder auf eine Art und Weise zu vollziehen, der in deiner Erinnerung mit Konflikten zu tun hat und mit gebremst werden und mit irgendwie aufgehalten sein zu tun haben kann, den du jetzt aber bewusst noch einmal vollziehen kannst oder eben, wie gesagt, mehrere Male oder auch immer wieder an Stellen, wo es sich zeigt. Das ist ein Prozess, wie es sich hier für mich anfühlt heute, der nicht wie ein Ritual, was du jetzt irgendwie für einen bestimmten Tag angesetzt hast und dann machst du das irgendwie und machst das unter bestimmten Bedingungen, sondern es ist etwas, worauf du gestoßen wirst, also worauf du stößt in deinem Vollzug, also in dem, was du machst, in dem, wie du aufstehst, wie du deinen Tag verbringst, wie du da empfindest, wie du mit dem Leben interagierst, mit dem, was auf dich zukommt, mit den Situationen. Und hier scheint es klug zu sein, wie auch einzusehen, ja, bestimmte Bereiche behältst du für dich. Bestimmte Bereiche lässt du in der Intimität mit dir selbst und andere Bereiche dürfen aber eben auch nach außen sich zeigen. In die Welt galoppieren. Der Turm und das Ass der Münzen. Es könnte sein, dass dieser Durchbruch, der jetzt hier in den letzten Legungen auch immer wieder sich so angedeutet hat oder sich vielleicht angekündigt hat, dass der jetzt tatsächlich irgendwie passiert und dass du eine kleine Version von dir, eine verkleinerte, eine Miniatur von dir, etwas, das wie ein Schutzwall um dich herum aufgestellt hat, in Wiederholung eines Walls, der um dich vielleicht mal aufgestellt wurde, dass der halt jetzt einfach in die Luft fliegt und da berstet etwas, da berstet eine innere Begrenzung und dementsprechend natürlich auch, und das ist das Risiko, was wir dann fürchten, auch eine äußere Begrenzung. Also du hast dich mit etwas zurückgehalten. Ich weiß nicht, was es ist. Es scheint aber etwas zu sein, was wirklich aus deinem inneren Wesen kommt und was wichtig ist, was zu dir gehört, was wesentlich ist, was in dir glüht und was eben expandieren möchte und was in dem Sinne auch nicht gewaltvoll ist, sondern wirklich unschuldig. Etwas sehr Schönes. Und das Zulassen dieser Expansion. Und hier kann es eben sein, dass es sich so anfühlt wie, da platzt irgendwas um dich herum, da platzt eine Membran, da platzt ein Raum, der klein geworden ist, der dir zu klein geworden ist. Und sprüht auch Funken. Also das ist wie, ja, hier fliegen Funken. Ich hat gefunkt bei mir. Also es bleibt nicht unbemerkt, weder für dich noch für andere. Und es ist aber etwas, was eine große Gelegenheit bedeutet. Also es ist etwas, was wie, stell dir vor, die Funken, die du um dich sprühst und die du versprühst, verwandeln sich in kleine Münzen, verwandeln sich in Gelegenheiten für andere, fügen sich zusammen, lösen in anderen eben auch diesen Funkenflug aus. Und dieser Funkenflug kommt auch zu dir zurück. So funktioniert das. Also so funktioniert diese Form von freudvoller, friedlicher Expansion,
die nicht andere übertölpeln oder übertrumpfen möchte, sondern einfach nur ein Beispiel setzt von, da will ich und was machen wir jetzt irgendwie oder was mache ich jetzt damit? Und da eben nicht mit der Energie sofort wieder zurückzuschrecken, sondern du hast hier irgendwas überwunden, du hast hier Mechanismen überwunden von Schuldgefühl, was dich eben, also womit man sich selbst klein macht, von unnötigen Entschuldigungen, von unnötigen Erklärungen, von unnötigen Selbstzurechtweisungen, von unnötiger Einschränkung dessen, was du zu geben hast, aus Angst, dass es nicht richtig angenommen werden könnte. Es ist ein bisschen wie, du scheißt da jetzt mal kurz drauf, ob andere das so nehmen können in der Energie, wie du es eben, wie du es nicht aufhalten kannst. Also hier geht es wirklich um etwas, was du nicht konzentrierst. Was du nicht konzentrierst? Ah, okay. Was du nicht mehr filtern musst, was du nicht zum Extrakt machen musst, okay, was du nicht mehr verwandeln musst, sondern was jetzt in der Form, in der es da ist, auch raus kann. Was jetzt in Umlauf kommen kann. Und es kann sein, dass es sich überhaupt nicht um etwas Bestimmtes handelt, sondern einfach nur um das, was du verströmst, wenn du auf die Straße trittst, also wenn du in die Welt gehst. Aber es kann auch bedeuten, dass es sich in eine Form bringt, in der das sehr konkret, sichtbar, spürbar, hörbar, was auch immer wird. Du formst deine eigene Gelegenheit, du bist deine eigene Gelegenheit und wirst damit zur Gelegenheit anderer. Und das ist ein Lernen, was sozusagen unter den Konstruktionen funktioniert und was unter den Konstruktionen eine Kommunikation erlaubt, die viel schneller ist, also wie Lichtgeschwindigkeit oder noch schneller, Mopsgeschwindigkeit funktioniert und einen Austausch ermöglicht, der etwas in Bewegung bringt, was nicht ermessbar ist, was auch nicht von einer Person moduliert oder irgendwie konstruiert werden kann. Das ist wirklich hier unter den Konstruktionen, die Konstruktionen in deinem Inneren explodieren und du expandierst. Oh, der Pulsschlag ist auf jeden Fall, also sehr lebendig. Sehr lebendig und dennoch nicht aggressiv. Also nicht aggressiv an Stellen, die nicht deine sind. Es ist spirituell ziemlich weise, was hier abgeht. Okay. Page der Stäbe umgekehrt und die 5 der Kelche. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es sagt, du hast hier ausgelernt an dieser Stelle, was das betrifft. Es betrifft irgendeine Sache, wo du jetzt genug studiert hast. Es ist irgendeine Sache, wo du genug durch die Wüste gegangen bist. Irgendeine Sache, wo du genug an dir gehalten hast, um etwas gekreist bist, es beobachtet hast, dich selbst in Abgleich mit irgendwas gebracht hast. Es ist jetzt genug Studienreise. Es ist jetzt genug. Es ist genug. Es könnte sein, dass du Reaktionen deines Umfeldes befürchtest. Also es ist wie der Turm und dann eben diese mit dem Ast der Münzen, dieses wirklich, etwas wird zur Gelegenheit. Vielleicht bietet sich auch eine richtige Gelegenheit. Du ergreifst etwas. Du wirst in Bewegung gesetzt und du setzt Dinge in Bewegung. Und das, was du befürchtest, könnte auf einer Ebene, die vielleicht für dich greifbarer ist, sein, dass andere darauf mit Abwehr reagieren oder mit irgendetwas, was so ein Gegenschlag ist. Aber hier könnte es sein, dass eine andere Reaktion passiert von deinem Umfeld, nämlich mehr so eine Art depressive Reaktion. Also dein Umfeld könnte sich, manche Menschen, von denen du vielleicht irgendwie Feedback gewöhnt bist, könnten sich hier als Reaktion nicht gegen dich wenden, sondern zurückziehen. Es könnte sein, dass manche Menschen wie so ein Silent Treatment, also wie so eine Schweigebehandlung tatsächlich irgendwie als so eine Abwehrreaktion zeigen, die dich früher verunsichert hätte und ausgebremst hätte. Oder wo du gesagt hättest, okay, wenn ja, wie eine Unsicherheit gespielt wird, okay, das ist super perfide, aber na gut, das kann es geben. Also, dass Menschen sich sozusagen klein machen, aber du wolltest ja nicht, dass sie zurückschrecken. Du wolltest nicht, dass andere durch dein Auftreten verunsichert werden. Und es könnte sein, dass das
unbewusst dich viel mehr gebremst hat als die Angst vor ja, aggressiven Reaktionen oder defensiven Reaktionen von Menschen, die irgendwie dann auf dich einprallen. Sondern es ist wie, der Schrecken könnte hier an einer anderen Stelle sitzen und das war dir vielleicht nicht klar. Der Schrecken könnte da sitzen, dass du Angst hast, andere durch deine Kraft zu zerstören, andere durch deine Kraft zu verunsichern, andere dazu zu bringen, dass sie irgendwie so wegfaden oder sich nicht mehr trauen, in deinem Umfeld zu sein. Und hier wäre jetzt die Herausforderung, tatsächlich sogar das in Kauf zu nehmen. Also auch in Kauf zu nehmen, dass andere eben auf was auch immer, auf welche Weise auch immer sie darauf reagieren, aber dich da trotzdem nicht zu stoppen, dich trotzdem nicht zurückzuhalten und auf eine Weise in eine Konstruktion zurückzuzwingen, in einen Kerker zurückzuzwingen, kam mir gerade auch als Bild, der aber nicht mehr dein Raum ist. Du möchtest über diesen Raum hinaus, du möchtest aus etwas raustreten. Aus einem gemeinsamen mentalen oder spirituellen Gefängnis. Und das ist hier wirklich, also die Zeit, wo du deine Dinge an dich hältst. Also stell dir das wirklich vor wie eine Kraft, die du in dir hast, eine Energie, die du in dir hast du komprimiert. Du hast vielleicht auch, wir hatten das eben mit der Körperhaltung, vielleicht merkst du es hier stark, dass hier eine Bewegung ist, wo deine Vorderseite aufgehen möchte, wo du eben vielleicht dich endlich dabei erwischt, also es ist ja immer gut, wenn wir es merken, dass da wie so eine, das ist ja auch eine Art Schon- oder Schutzhaltung, mit dem du hier etwas, was sich öffnen möchte, etwas, wo auch die Atmung und die Stimme sich öffnen könnte, du wirst vielleicht auch ein bisschen lauter oder deutlicher, du artikulierst dich anders, egal welches Mittel du dafür wählst oder welches dein Mittel ist, aber ja, die Farben werden bunter, der Ton wird klarer, die Worte werden deutlicher, dein Auftreten wird bestimmter. All diese Dinge, all diese Aspekte. Es ist hier tatsächlich interessant für dich oder könnte interessant für dich sein, das wie körperlich auch tatsächlich nachzuvollziehen. Könnte für dich interessant sein, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwie eine Blockade, das auch erstmal körperlich zu öffnen und expansive Bewegungen zu machen in einem Raum, wo du halt irgendwie vielleicht nicht gesehen wirst, wenn das für dich peinlich ist. Aber wo du das körperlich schon mal übst, wie sich das anfühlen könnte, wenn du die Vorderseite aufmachst, wenn da was rausfließen kann und wenn all diese Gebiete, wo eben vorne an der Vorderseite deines Auftauchens die Dinge miteinander, mit dem Leben, mit den Dingen kommunizieren können. Wenn du das erstmal tatsächlich übst, bevor du in die Welt trittst oder in das Umfeld trittst, in dem du mögliche Reaktionen befürchten könntest. Es ist wie, bau dir dieses eigene Feld, bevor du rausgehst, erstmal auf und gewöhn dich daran, dass da auch dann erstmal ein Raum ist, der steht nicht zwischen dir und der Welt. Das ist eine neue Kommunikationsfläche, aber es ist eben eine erweiterte Kommunikation. Dein Zeichen, also deine Ausstrahlung sorgt auch für etwas Distanz zwischen dir und der Reaktion der anderen. Und das kann sich einsamer anfühlen, als es das vorher war, wo andere dir zu nahe treten konnten. Und es ist hier wie, Menschen können dir jetzt, wenn du in dieser Stimmung bist, wenn du das ausstrahlst, auf einer Ebene auch nicht mehr so nahe treten, wie sie es vorher konnten. Aber das heißt nicht, dass die Kommunikation ausgeschaltet ist, sondern dass eine andere Kommunikation, eine erweiterte, eine vertiefte, eine verfeinerte, dich umgibt. Und jetzt geht es darum, diese Sprache zu lernen. Also das Empfangsorgan ist plötzlich woanders oder es ist größer, es ist jetzt eine andere, also du musst eine andere Sprache lernen hier auch damit. Das ist natürlich auch anstrengend. Oder es ist neu. Aber wie es hier liegt, scheint es sich eigentlich für dich befreiend und gut anzufühlen, wenn du mit diesem Reading gemeint bist. Du bist hier gestärkt. Noch eine, okay. Hier noch eine zu.
Also wir reden hier von Selbstbewusstsein. So, okay, wow, hier hat sich was umgedreht. Erstmal hier angucken, der Mond. Okay, es könnte dich also nicht zurückwerfen, aber es könnte dich, dieses ganze Szenario, okay, du wirst größer, was passiert? Du hast plötzlich gewisse Ängste nicht mehr, andere kündigen sich an oder tauchen so schemenhaft auf. Und du verbindest dich mit einem Bereich, der vielleicht sozusagen in deinem Rücken liegt, der in deinem Unbewussten liegt, von dem du zehrst. Und du bist hier auch dazu, also aufgefordert, die Karten sprechen davon, dass du auch diesen Kontakt nicht verlieren solltest. Also es ist wie, pflege den Kontakt zu dem, was dir nicht klar ist und pflege gleichzeitig den Kontakt zu dem, was vor dir auftaucht und was für dich deutlich wird. Und bringe das in Kommunikation. Du wirst automatisch anders mit dem Leben und mit den Menschen kommunizieren. Na, also schau mal. Hier ist sozusagen, okay, das, was sich komisch anfühlen könnte. Die Dinge sind hier nicht eindeutig. Wir haben hier eine Art Polarität, die vor dir auftaucht oder die in deinem Feld auftaucht, die deutlich wird. Und diese Polarität ist wirklich eine, die sich aufspannt zwischen möglichen Extremen, zwischen größten Befürchtungen und größten Hoffnungen, zwischen tiefem Zweifel und eben Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, zwischen dem, wo du merkst, du kannst etwas und dem, wo du irgendwie Angst haben könntest, in etwas zu versagen. Beides taucht gleichzeitig auf und erzeugt eine Dynamik, die dich dynamisiert, die etwas in Bewegung bringt. Und ja, genau in dieser Bewegtheit, in diesem erhöhten Energielevel, Energieniveau, sind auch die Ausschläge höher. Und das kann Dinge nach oben befördern. Gut, wenn du auf dem Weg der Selbsterkenntnis bist, also dem dich kennenzulernen, Dinge hochzuholen, Dinge zu verarbeiten, ist es ja im Grunde das, was wir wollen. Aber wenn es dann da ist, wollen wir es meistens erst bei dich. Aber es ist... Du kannst damit umgehen. Okay. 10 der Münzen. Wir hatten das hier mit dem Funkenflug. Wir hatten das hier mit dem Ass der Münzen. Und man kann es so begreifen, wie... was hatten wir hier denn? Aus dem Turm kam das. Genau, hier ist auch der Funkenflug ja tatsächlich gezeigt. Also hier fliegen die Funken mit den Menschen aus dem Turm heraus. Das kann sich anfühlen ein bisschen wie so ein freier Fall. Also es ist so, wie du lässt an der Stelle tatsächlich mal die Kontrolle los. Du lässt dich los. Du lässt dich geschehen. Du machst dich nicht... also du machst einen Teil von dir nicht mehr klein, der wirklich losgaloppieren und in Bewegung bringen will, auch anderes in Bewegung bringen will. Stell dir das vor wie Moleküle. Die stoßen einander an und dann gerät halt irgendwie das ganze System in Bewegung. Vielleicht gab es hier auch eine Art abgestandenes Wasser, also wie auf der Gefühlsebene etwas, was zu lange stillgestanden hat. Und es ist natürlich auch eine Jahreszeit, gerade ich zeichne das jetzt im Winter auf, wo auch die Gewässer teilweise gefroren sind und auch das hat irgendwie seinen Sinn zu bestimmten Zeiten, aber hier wärmt sich etwas auf, also hier kommt etwas in Bewegung. Und du bist Teil dieser Bewegung, du bist diese Bewegung und um dich herum werden Dinge mitbewegt. Das kann irritierend sein, aber es kann eben auch, also sagen wir es mal so, es braucht vielleicht nur 1 bis 2 Menschen, die sich das trauen, miteinander Funken hin und her fliegen zu lassen und andere sehen, das ist sicher. Das muss nicht gefährlich sein. Das wird auch nicht sofort angegriffen oder vielleicht wird es angegriffen, aber selbst das wird durch diese dynamische Bewegung mitbewegt, verliert also vielleicht auch seine Richtung. Also es ist wie, vielleicht wirst du mit komischen Stimmungen beschossen, aber dadurch, dass du in Bewegung bist, wird das irgendwie umgelenkt oder zurückgelenkt, was auch immer. Das kümmert dich an der Stelle nicht mehr. Du bist halt in deiner Bewegung. Bleib in Bewegung. Das ist, was es hier spricht. Das ist dein Job gerade, was das betrifft. Es ist, ja, bleib in Bewegung. Bleib körperlich in Bewegung.
Erinner dich körperlich daran, okay, Challenge könnte irgendwie sein, such dir irgendetwas aus, seien es die Zehen, sei es ein Bein oder was auch immer, der ganze Körper. Bleib irgendwie in dieser Bewegtheit, körperlich. Super wichtig. Friere körperlich nicht ein. Und das ist etwas, was dich jetzt stärken könnte. Also dieses, ja, stoisch fast. Also du bist sozusagen nicht aufhaltbar in deinem Bewegtsein. Und das klingt so super einfach und komisch, ist aber in unserem Alltag häufig mega schwer und eine der größten Herausforderungen. Aber du scheinst genau dadurch Dinge in Bewegung zu bringen, die du gar nicht irgendwie planst in Bewegung zu bringen. Du löst Bewegungen aus auf Ebenen, wo Menschen überhaupt nicht ausmachen können, warum sie irgendwie plötzlich an Dinge stoßen, plötzlich Freude erleben, was auch immer. Und du machst es auch nicht irgendwie manipulativ, sondern du hörst einfach auf, eine gesellschaftlich-kulturelle Choreografie also auf der Ebene, wo Lebensenergie gebremst wird von uns durch unser Bewusstsein oder Unbewusstsein eher, durch das Bild, was wir uns von uns selber machen, bremsen wir Lebensenergie. Und du machst es hier einfach nicht. Also du bist an dieser Stelle sehr entschieden und weigerst dich, deinen inneren Fluss zu unterbrechen und interessierst dich auf einer Ebene mehr dafür, als dafür, wie du gelernt hast, dich innerlich zusammenzureißen. Also es ist wie du hältst nicht deine Rolle fest, sondern du lässt zu, dass sich sozusagen dieses Kostüm aus der inneren Bewegtheit heraus auch aufzulösen beginnt. Und das ist hier, wir haben hier natürlich also hier ist kein Kostüm, so. Und du expandierst über dein Kostüm hinaus und damit löst es sich sozusagen auf. Gewisse Fäden lösen sich vielleicht auch auf und du musst hier nicht daran festhalten und das könnte sich ein bisschen gruselig anfühlen, aber es ist eine neue Form von Fülle möglich. Es ist etwas, je mehr du expandierst, desto mehr Kommunikationspunkte hast du mit dem Leben und desto mehr Aufnahme, auch vielleicht Einnahmequellen hast du mit der Welt. Und es ist wie noch eine reichere Kommunikation, noch eine reichere Interaktion. Du interessierst dich für Dinge, die dich in Bewegung halten. Dein Interesse, du kannst tatsächlich dein Interesse steuern, du kannst deine Aufmerksamkeit an dieser Stelle steuern, weil du in dir diesen Knoten zum Platzen gebracht hast, weil du in dir etwas entfesselt hast, was dich sozusagen, also du wolltest mal einem Knoten entgehen, weil er wehgetan hat, aber du hast ihn hier gelöst. Und damit kannst du aufhören, vor etwas, was in deinem Inneren war, wegzulaufen. Damit hat sich etwas gelöst und damit geraten die Dinge in Bewegung. Du kannst es halt nicht verhindern. Aber es passiert eben nicht auf eine gewaltvolle Weise, sondern auf eine total friedliche. Und das ist ziemlich mächtig. Also wenn das hier bei dir passiert, erlebst du etwas, das auch mit einer Frequenz von Macht in Kontakt ist und darauf tanzt und damit arbeitet, ohne dass du irgendwie Sachen ausübst oder konstruierst und andere unterwirfst oder sowas. Das ist das Gegenteil von all dem. Und es setzt automatisch etwas in die Welt, was eine ganz andere Logik ist, was einer ganz anderen Logik folgt, die niemand bestimmen muss. Und du bist bestimmt, was dich selbst betrifft, als ein Partikel in diesem Riesenspiel und erinnerst damit einfach Leute auf einer tiefen Ebene daran, dass sie es auch sein können und dass sie es auch sind. Bereichernde Situationen können dadurch entstehen. Und weißt du, das ist nichts, wo du darauf warten musst, bis irgendwie das Schicksal dir irgendwas zeigt, sondern es ist wie du bringst etwas in die Welt und damit änderst du etwas. Es muss sich nichts ändern, damit du das Signal für den Startschuss bekommst, sondern es ist wie du bist innerlich gezündet. Okay,
Das scheint es hier irgendwie gewesen zu sein mit dem, was ich hier mitzuteilen habe oder was ich hier ausrichten soll. Dann viel Spaß dabei. Alles klar, ciao.